Wir sind auf unserer Wohnmobil-Rundreise durch Nordpolen mittlerweile in Frombork-Frauenburg angekommen. Hier auf dieser Karte könnt ihr etwa sehen, wo das liegt. Die große Danziger Bucht und Frombork liegt hier unten direkt am frischen Haff. Unweit der russischen Grenze wollen wir ein ganz berühmtes Bauwerk besuchen, nämlich die Frauenburg. Diese Domburg ist die einzige gut erhaltene mittelalterliche Burgkathedralenanlage der Welt. Also auf jeden Fall einen Besuch wert. Vor der Frauenburg steht ein riesiges Denkmal des wohl prominentesten Bürgers von Frombork, nämlich Nikolaus Kopernikus. Kopernikus, der Wissenschaftler, der Astronom und Arzt, hat 40 Jahre seines 70 Jahre langen Lebens in Frombork verbracht. Kopernikus hat 1543 die These aufgestellt, dass sich die Planeten um die Sonne bewegen. Damals wurde das als Hirngespinst abgetan. Die riesige Kathedrale wurde in den Jahren 1329 bis 1388 erbaut. Es handelt sich um einen dreischiffigen Hallenbau, der fast 100 Meter lang ist und das bei einer Höhe von 16 Metern. Die Kathedrale ist 1626 von Schweden geplündert worden und es blieb bei dieser Gelegenheit nicht viel übrig von der mittelalterlichen Ausstattung. Was man heute sehen kann in der Kathedrale ist hauptsächlich barocken Ursprungs und erhalten blieb zum Glück dieser Teil eines Hochaltars aus dem Jahr 1504, der wunderschön anzusehen ist. Die Geschichte der Fenster dieser Kathedrale darf nicht unerwähnt bleiben, denn durch ein kräftiges Hagelunwetter im Jahr 1867 wurden die meisten schwer zerstört. Neue Fenster wurden in den Jahren 1868 bis 1911 nach und nach rekonstruiert von fähigen Glasmachern und der Zweite Weltkrieg sorgte dann dafür, dass wieder die meisten Fenster zerstört wurden und seit 1995 begann man, die alten Fenster zu rekonstruieren und wiederherzustellen. Die reich verzierte Orgel aus dem 17. Jahrhundert besitzt Weltruhm. In Vorführungen und Konzerten kann man sich von dem wunderbaren Klang überzeugen.
14 barocke Seitenaltäre sind in der Kathedrale zu bewundern. Und nebenbei gesagt wurden 25 Bischöfe und 140 Domherren in der Kathedrale begraben. Unter ihnen auch Nikolaus Kopernikus. Wir sagen herzlichen Dank fürs Zuschauen und wenn euch unser Video über die Frauenburg in Polen gefallen hat, würden wir uns über ein Däumchen nach oben freuen, kommentiert und vergesst nicht das Glöckchen zu aktivieren, denn dann erfahrt ihr immer wieder, wenn wir was Neues hochgeladen haben. Zum Beispiel das nächste Video über unsere Polenreise.